Haben Sie 2 Jobs bzw. verdienen Sie neben Ihrem Hauptjob noch dazu? Dann sollten Sie ein paar wichtige Fakten zu Steuern und Sozialversicherung kennen. Zur Lohnsteuer. Alles, was Sie verdienen, egal ob Haupt- oder Nebenjob, wird zusammengerechnet. Bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze, welche Sie hier eingeblendet sehen, zahlen Sie keine Steuer. Verdienen Sie mehr, müssen Sie für den übersteigenden Betrag Steuer zahlen. Weil jeder Arbeitgeber für sich Lohnsteuer abführt, kommt es bei mehreren Jobs fast immer zu einer Nachforderung und damit zu einer Pflichtveranlagung. Das heißt, Sie müssen eine Steuererklärung abgeben. Werden nur 2 geringfügige Beschäftigungen ausgeübt bzw. liegt das Jahreseinkommen unter der jährlichen Einkommensgrenze, folgt keine Lohnsteuernachzahlung. Hier an einem Beispiel erklärt. Sie verdienen 2.000 Euro bei einer Firma. Diese Firma zieht Ihnen monatlich rund 75 Euro Lohnsteuer ab. Nun sind Sie aber bei 2 Firmen angestellt, wo Sie jeweils 1.000 Euro verdienen. Es wird Ihnen bei den jeweiligen ArbeitgeberInnen keine Steuer abgezogen. Warum? Weil jede Firma nur jenes Gehalt berücksichtigt, welches sie selbst auszahlt. Nun aber liegen die 1.000 Euro unter der Steuergrenze. Daher zieht die Firma keine Steuer ab. Das Finanzamt aber legt das gesamte Einkommen zusammen und stellt fest, dass Sie gesamt 2.000 Euro verdient haben. Nun fehlen jedoch die 75 Euro. Und dieser Betrag ist nun nachzuzahlen. Wie viel Sie nachzahlen müssen, ermittelt Ihnen der Zuverdienstrechner der Arbeiterkammer. Zur Sozialversicherung. Die hier eingeblendete Geringfügigkeitsgrenze gilt nur einmal insgesamt. Das heißt, haben Sie mehrere Jobs und kommen zusammen über die Geringfügigkeitsgrenze, müssen Sie Beiträge für Kranken- und Pensionsversicherung nachzahlen. Wenn Sie einen Job haben, der ohnehin über der Grenze liegt, führt die Arbeitgeberin die Beiträge automatisch ab. Die Nachzahlung beträgt rund 15% vom geringfügigen Zuverdienst. Die Nachforderung wird üblicherweise einmal im Quartal von der österreichischen Gesundheitskasse eingefordert. Sie können sich aber auch selbst im laufenden Quartal bei der Krankenkasse melden und die fälligen Beträge monatlich zahlen. Die Nachzahlung können Sie in weiterer Folge bei der Arbeitnehmerinnenveranlagung unter der Rubrik Werbungskosten im Jahr der Zahlung steuerlich geltend machen. Zur Sozialversicherung der Pensionistinnen. Bei der Ausübung von Erwerbstätigkeiten, die der Pflichtversicherung unterliegen, müssen Sozialversicherungsbeiträge entrichtet werden. Die Beiträge zur Pensionsversicherung erhöhen erfreulicherweise die Pension ab dem darauffolgenden Kalenderjahr. Die Lohnsteuer für Pensionistinnen? Liegt ihr Jahreseinkommen insgesamt nicht über der Einkommensgrenze, müssen Sie mit keiner Steuernachzahlung rechnen. Wird diese Summe durch einen Zuverdienst überschritten, kommt es in der Regel zu einer Steuernachforderung. Die Höhe dieser hängt vom gesamten Jahreseinkommen und der bereits entrichteten Lohnsteuer ab. Achtung! Wird die Einkommensgrenze überschritten, so gibt es also keinen steuerfreien Zuverdienst. Auch nicht, wenn der Zuverdienst unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze liegt. Ein kleiner Tipp: Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind bis zu diesem hier eingeblendeten Wert im Jahr steuerfrei. Lediglich darüberliegende Beträge werden mit 6% besteuert. Übersteigt Ihre jährliche Nachforderung den Betrag von 300 Euro, so erhalten Sie automatisch einen sogenannten Vorauszahlungsbescheid. Das bedeutet, Sie bekommen alle 3 Monate 1/4 der gesamten Vorauszahlung vorgeschrieben. Daraus resultiert, dass Sie im Folgejahr bei halbwegs gleichen Einkommensverhältnissen keine Nachforderung mehr erhalten werden.
Mit Fragen zum Zuverdienst können Sie sich natürlich auch gerne an die Arbeiterkammer Oberösterreich wenden. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 050 69 06 16 03.